Heute ist es endlich soweit. Die erste Tour mit Neo geht los. Eine Reise Richtung Süden. Vanessa ist auch mit dabei. Ich muss jetzt noch schnell packen und ich erzähle euch nachher bei der Fahrt, wohin es dann geht. Wir brechen jetzt gerade auf Richtung Süden, sind gerade aus Potsdam raus. Jetzt geht es ein bisschen über die Landstraßen. Wir werden nachher vielleicht ein kleines Stück Autobahn machen, um zumindest am ersten Tag ein bisschen Strecke zu machen. Wobei das ja natürlich schon viel schöner ist. Ja, wo geht's hin? Es geht nach Italien. Jetzt erstmal Richtung Bayern, dann über den Brenner wahrscheinlich, die Alpen, und dann werden wir uns irgendwo in Italien, in Südtirol, dann eine Unterkunft suchen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Strecke hin eingeplant, damit wir uns da nicht so abhetzen müssen und ganz in Ruhe runterfahren können. 3 Tage sollte da reichen. Unterkunft haben wir jetzt alles ein bisschen offen gelassen. Auch auf der Hintour lassen wir uns einfach mal so ein bisschen treiben. Schauen, wo es uns gefällt. Da, wo es schön ist, halten wir an, übernachten mal. Und dann geht es weiter. Und wir haben enormes Glück mit dem Wetter. Denn wie ihr seht, wir haben es gerade 23 Grad, 12 Uhr. Die nächsten Tage sollen durchweg, hoffe ich, auch warm bleiben. Im Süden bis zu 28 Grad. Und das jetzt also gute Voraussichten nach diesem doch sehr verregneten und doch etwas durchmischten Sommer, in dem ich wirklich wenig gefahren bin, muss ich sagen. Also dieses Jahr war ich mit dem Roller wenig unterwegs, aber das wird jetzt nachgeholt. Jetzt geht es auf eine 2-Wochen-Tour Richtung Italien. Nochmal das letzte schöne Wetter ausschöpfen. Und ich werde dann während der Tour natürlich neben den schönen Landschaften, die ich euch zeige, natürlich auch ein bisschen was zum BMW erzählen, für die, die es interessiert, wie er sich auf so einer Langstrecke macht. So, wir sind jetzt endlich von der Autobahn runter. Ich schau mal, wir sind noch gar nicht so viel gefahren irgendwie. Na doch, 280 Kilometer. Allerdings, jetzt ist es gleich 5. In 5,5 Stunden. Aber wir haben jetzt 2-mal Stau gehabt, sind jetzt auch viel über die Landstraße zwischenzeitlich gefahren. Über die Dörfer. Und jetzt geht es Richtung Saalfeld, also jetzt sind wir gerade in Thüringen. Und ich versuche jetzt wirklich so ein bisschen mal eine etwas angenehmere Strecke zu fahren. Wetter ist traumhaft, wir haben es 28 Grad. Also fantastisches Motorradwetter. Jetzt genießen wir hier so ein bisschen diese doch langsam etwas hügeliger werdende Landschaft. Nachdem wir ja bis zu Leipzig wirklich nur durch Flachland gefahren sind. Auch wirklich nicht schön, also Autobahn fahren hat sich mal wieder bewahrheitet. Ja, und was man wirklich sagen muss, hat sich wieder mal bewahrheitet. Ich war ja vor kurzem schon mal in Thüringen an der Saale. Das ist wirklich toll zum Fahren. Also kleiner Geheimtipp, hier sind tolle Straßen. Wir sind jetzt noch nicht mal in der richtig guten Gegend. Wenn es dann so ein bisschen dichter an die Saale geht, wird es wirklich wunderschön. Man sieht da hinten, da ist es schon ein bisschen bergiger. Also ja, bergig, hügelig. Aber tolle Straßen hier. Gute Straßenbelege, super zu fahren. Ja, was will man mehr? 27 Grad, schöne Straßen,
Da macht es natürlich wirklich extrem Spaß. Ja, und mein BMW C400 GT macht es auch ganz gut. Bisher alles in Ordnung, bis auf ein paar Geräusche, die er macht. Muss man jetzt auch mal sagen, das ist immer schwer zu lokalisieren, aber der hat so ein Schnarrgeräusch bei bestimmten Drehzahlen. Irgendwie unten, hinten rechts. Jetzt ist es wieder da. Als wenn eine Schelle am Auspuff schnarrt oder irgendwie sowas. Also ganz fieses Geräusch, ganz unangenehm. Nicht so schlimm, wenn man es irgendwie alle paar Minuten mal hat. Aber vorhin bin ich über die Landstraße in so einem bestimmten Drehzahlbereich gefahren. Wie jetzt auch wieder. Und jetzt ist es wieder da. So ein ganz feines Schnarren auf der rechten Seite. Ich weiß gar nicht, bei welchen Drehzahlen das ist. Kann ich ja mal gucken. Ja, so 5400 bis 5700 bei 80. Gerade wenn man hier so Leitplanken an der Seite hat, dann wird der Schall noch schön reflektiert. Ja, muss ich mir nachher mal angucken, ob ich da irgendwas sehe, ob da irgendeine Schelle oder irgendeine Schraube los ist. Muss nicht sein sowas. Nagelneues Fahrzeug, gerade mal 1000 Kilometer runter, Schnarren hinten. Mal was Neues vor allen Dingen. Ich hatte bei meinem, ich war das beim letzten, jetzt ist es wieder da, 5300 Umdrehungen. 5300, 5400. An der rechten Seite irgend so ein ganz fieses Schnarren. Unangenehm. Ja, bei meinem letzten hatte ich ein Schnarren vorne im Cockpit. Schnarren, quietschen. Wenn man so ein bisschen über Kopfsteinpflaster oder holprige Straßen fuhr, dann hat das da vorne gequietscht und gerattelt. Habe ich dann behoben, habe die ganzen Schraubflächen alle mit Moosgummi abgeklebt. Innen drin, hinters Display habe ich Schaumstoff gemacht, dann war es irgendwann weg. Muss auch nicht sein. Weil das sind so Sachen, also es gibt viele Sachen, die mich nicht so stören, aber ein Rasseln oder ein Schnarren bei einem Roller, mein gut, manche haben Probleme mit einer Variomatik, die kann auch mal mit den Vario-Rollen so ein bisschen schnarren, aber so ein metallisches Schnarren ist extrem nervig. Muss nicht sein, gucke ich mir nachher mal an, aber für den Preis kann man an sich erwarten, jetzt ist es wieder da, immer so 5400 Umdrehungen, um die 80, 85 km/h. Und für den Preis kann man an sich erwarten, dass da nichts klappert und nichts schnarrt. Und ja, ist normalerweise bei BMW auch nicht so. Da ist die Qualität an sich immer super, gerade bei den Motorrädern. Aber einige haben schon geschrieben, als ich den Roller vorgestellt habe, ob ich den Vogue mal getestet habe. Das weiß ich schon eine ganze Weile, dass da ein baugleiches Fahrzeug auf dem Markt ist von Vogue, also auch hergestellt in Longines in China. Sieht vorne ein bisschen anders aus. Hat, glaube ich, auch ein richtiges Helmfach anstatt dem Flexcase. An sich nicht schlecht. Ja, und motormäßig müsste es an sich genau das gleiche sein. Ich weiß nicht, Ausstattung wahrscheinlich ein bisschen weniger für den Preis. Aber sind auch 2.000, 3.000 Euro weniger. Ich glaube, kostet 6,5, müsste ich mal genau gucken. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wenn ihr wisst, was es denn kostet. Aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man einen BMW für fast 10.000 Euro fährt und dann gibt es dasselbe Ding, nur mit einem anderen Namen. Im selben Werk hergestellt, mit demselben Motor und derselben Technik. Fast. Also da könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, von diesem Vogue-Roller. Auch ein 350er, wie gesagt. Wenn man den Motorbereich und Antriebsbereich sieht, sieht man auch relativ schnell, dass das alles gleich aussieht. Nur die Front vorne ist halt ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, die Sitzbank sieht auch genau gleich aus. Hat aber, glaube ich, keine Sitzheizung oder sowas. Aber den würde ich mir ganz gerne mal aus der Nähe angucken, auch mal Probe fahren. Ich habe den, glaube ich, mal auf einer Messe gesehen, da war der ganz neu. Also immer wieder interessante Sachen auf dem Rollermarkt. Und jetzt sind es noch 26 Minuten und 25 Kilometer bis zu unserem Hotel. Wir haben vorhin von einer Autobahnraststätte schon mal ein Hotel gebucht. Auch was ganz Witziges, das muss ich euch nachher mal zeigen. Das müsste jetzt schon die Saale hier sein, hier rechts. Hier ist Stollwerk, Schokoladenwerk. Könnte man sich auch mal kurz halt machen. Geht's noch? Jetzt tut er doch der Hintern schon weh langsam.
Ja, Vanessa hat jetzt auch genug langsam nach jetzt doch 6 Stunden auf dem Roller. So. Hier steht er einigermaßen. So, und mein Verdacht war ja an sich, dass es hiervon kommt. Da guck mal, das wackelt hier relativ stark. Und wenn das jetzt hier an dieses Kunststoff da innen schlägt, ob das dann vielleicht solche Geräusche produziert. Weil das ist hier hinten ganz dicht dran, hier vorne jetzt nicht, je nachdem wie man es dreht. Gucken. Ja, Federvorspannung vielleicht mal erhöhen. Ansonsten da unten am Auspuff kann ich jetzt nichts sehen. Vielleicht ist hier irgendwie eine Verbindung nicht in Ordnung. Dafür müsste ich aber alles abbauen. Nee, die ist zu fest, die kann keine Geräusche machen. Ja, komisch. Also hört sich so ein bisschen an wie ein Schnarren von der Auspuffschelle, aber die ist fest. Also vielleicht doch tatsächlich dieses wabbelige Federbein hier hinten, dass es da irgendwie ans Kunststoff kommt. Das hier kann auch keine Geräusche machen. Ich dachte erst das Kennzeichen, aber da habe ich unten schon Schaumstoff runtergemacht, hier so einen kleinen hinter. Hier ist auch alles fest. Der sitzt fest. Das hier kann an sich auch keine Schnarrgeräusche machen, würde ich mal sagen. Und es hört sich an, als wenn es irgendwo hier unten ist. Schwer zu sagen, ob das jetzt hier irgendwo unten tatsächlich an der Aufhängung vom Motor liegt irgendwie. Dass da irgendwie so ein Gummi, das hier unten sieht auch komisch aus, diese Motoraufhängung hier. Da ist hier relativ viel Platz, oben ist es ganz dicht dran. Das sieht man so ein bisschen hier. Diese Gummiaufnahme da drin. Wahrscheinlich so ein Gummilager, so ein Dämpflager. Das sieht komisch aus. Das ist hier ein ganz anderer Abstand, ganz winziger und da ein Riesenabstand. Vielleicht ist da die Aufhängung aber nicht in Ordnung. Ja, nicht schön. Das ist mal was hier vorne im Display. Dahinter entstand irgendwie eine Vibration, Knirschen. Und jetzt ist es irgendwas da hinten. Und jetzt haben wir noch 19 Minuten bis zum Hotel. Es ist jetzt 17:42 Uhr. Also haben wir einen langen Tag gehabt, oder? So, hier sind wir jetzt. Das Haus des Volkes und das sieht schon spannend aus.
Rezeption. Puh. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg zum Zimmer. Digitale Führung kann man da machen, ne? Interessant. So, sieht alles sehr spannend aus. Naja, ist halt alt, das ist ein Bauhausstil. Hier sieht man ein bisschen was zur Geschichte wohl. Also es war wohl früher geplant als Hotel, habe ich gerade kurz gehört. Und ist dann, nachdem es ein Hotel war, zu Ostzeiten irgendwie ein Verwaltungsgebäude geworden. Wo dann alles Mögliche hier drin war, wahrscheinlich auch der Stasi zum Teil. Aber da werde ich, hier 206. Aber das werde ich mir nachher noch mal ein bisschen erklären lassen. So. Überraschung. Schlüssel passt nicht. Doch, Schlüssel passt. Ah. Oh, eine ganze Wohnung. Eine ganze. Endlich mal getrennt schlafen. Jeder hat seine Ruhe. Und wir können sogar. Hier ist ein Doppelbett. Ja, Licht geht nicht. Hauptschalter. Zack. Ja, alles sauber. Alles gut. Dusche, alles gefliest, alles schön. Ausblick. Nicht so richtig, kein Ausblick. Aber da oben sieht man so ein bisschen das Bergige. So, Unterkunft ist ganz okay, ein bisschen old-fashioned alles, aber es scheint sauber zu sein, das ist das Wichtigste. Und eine ganz witzige Geschichte hier mit diesem Haus. Wir gehen jetzt erstmal schnell was essen im Restaurant. Wir haben jetzt doch richtig Hunger nach, glaube ich, 7 Stunden Fahrt. Ich weiß auch gar nicht, warum wir so lange gebraucht haben. Wir sind, glaube ich, knapp über 300 Kilometer gefahren. Und dafür 7 Stunden. Na gut, 2-mal Stau auf der Autobahn. Viele Pausen natürlich. Dann sind wir die erste Strecke über Potsdam gefahren. Also haben da bestimmt auch mal eine Stunde verloren. Trotzdem recht viel. Vielleicht geht es morgen schneller, aber ich glaube, morgen fangen wir dann doch langsam an, nur noch Landstraße zu fahren, weil heute die Autobahn war fürchterlich nervig und dann auch noch Stau. Also morgen früh geht's weiter. Jetzt geht's erstmal was essen. Bis später.